als Gesellschafter. Das ist 5 Jahre Marathon für ein Management-Team. Kann ich auf Englisch antworten? Is that okay for Sie? I think everybody speaks English. I mean, I have worked in private equity-owned companies for 14 years. And for me, I would not like to work in any other environment than in private equity. I find it extremely interesting. I have been in management positions for 14 years in private equity companies. The first time was for 7 years before an exit. Second time was for 1.5 years. And now I'm working for the Averum site 4.5 years. And when you start as a CEO in a private equity-held company, you don't really think about the exit in the beginning because there are too many other things to think about. You think about the business plan, you think about the organization, you think about the strategy, you think about stakeholder management, all these things. After a few years, you start thinking about, what is a logical exit for this company? Because at some point you have to think about it. And I think in our case, honestly, today I still see 3 options. One is an IPO, another one is a strategic buy, and the third one is another private equity company. And that is also a little bit the beauty of working in the private equity industry, that you do a good job, you increase the value of the company, you have customer focus, you make sure that the organization is aware of the strategy and the priorities, and then you run. And at some point in time, yes, there will be a change of management or ownership. But I don't think about it every day when I go to work. I go to work because I like the company a lot, which I work for. And I can assure you that working in private equity is very, very interesting. But you have to accept the fact that you cannot plan the future in the same way as companies in Japan or even here in Germany have done historically, where you see that you're working 20, 30 years, it's a public company, because changes will come, and you have to be prepared for them. Okay? Vielleicht darf ich da auch noch einiges dazu sagen. Ich bin ja jetzt 2 Jahre im Private Equity, davor eben 23, 24 Jahre in Corporate Environments. Für mich ist der wesentliche Unterschied dass die Entscheidungsfrequenz und die Entscheidungskonsequenz eine ganz andere ist als in den großen Corporate Environments. Private Equity versteht es, sozusagen eine schiefe Ebene zu erzeugen, auf der man sich bewegt. Und mit jeder Entscheidung rammen sie einen Flock ein. Und dieser Flock gibt ihnen Orientierung, gibt ihnen Halt. Wenn sie diese ganzen Entscheidungen nicht treffen und sie alle schultern, wird diese schiefe Ebene irgendwann ihnen zum Verhängnis werden. Das heißt, das System immanent, dass sie Entscheidungen schnell treffen, dass sie Entscheidungen so treffen, dass sie auch nachhaltig sind, dass sie stehen bleiben können. Und dieser Druck ist sehr, sehr heilsam für diese Industrie. Und wenn ich es heute bewerte, dann habe ich sehr, sehr viel Zeit in meinem Corporate-Dasein damit vertan, ich sage das deutlich, vertan, mich abzusichern nach links, rechts, hinten, vorne, weil das Thema immer wieder hochkommen kann und man nie weiß, wer aus welcher Ecke mit welcher politischen Argumentation kommen kann. Das ist im Private Equity vollkommen anders. Cash is King und alles das, was die Werthaltigkeit beeinflusst, ist Priorität 1, 2 und vielleicht auch noch 3. Und danach gibt es noch mehr Prioritäten. Und das ist ein ordnungspolitischer Faktor, der es auf der einen Seite anstrengend macht. Also mit dem 5 Jahren Marathon würde ich durchaus zustimmen, obwohl ich jetzt erst 2 Jahre dabei bin. Aber es gab auch ein paar Spurtstrecken da drin. Es bleibt nicht uninteressant in diesem Marathon. Aber wenn ich mir ansehe, was in dieser Zeit hat geschafft werden können mit der Unterstützung von Private Equity, ist es einfach eine ganz andere Dimension. Weitere Fragen? Das haben wir Sie alle geschockt. Also, es fehlt noch ein Mikro. Geht vielleicht auch ohne Mikro. Ich rede vielleicht nicht alleine von der Redundanz, aber was Sie gerade gesagt haben,
wie engagiert diese Mitarbeiter sind und runter bis zur tiefsten Ebene und auch viele Entscheidungen haben, die in einer kleinen Organisation schon auf unterer Ebene erlaubt sind. Und wenn die dann zu einem großen strategischen Partner kommen, haben sie eine große Demotivation fast aller Mitarbeiter. Und ich meine, das ist auch keine Nachhaltigkeit, wenn wir heute über Mitarbeitermotivation reden. Den müssen wir als Statement so hin. Danke. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich. Und ich denke, es geht über zum nächsten Thema.